Soll ich die dann noch drehen oder nicht? Oder brauchen Sie das jetzt nicht? Oder? Naja, wir wollten, dass dieses wichtige Thema eben wieder zurück ins Bewusstsein, in die politische Diskussion kommt. Wir warten ja immer noch auf die Umsetzung der Ankündigung von Bundeskanzler Olaf Scholz, der vor 1,5 Jahren versprochen hat, gesagt hat, wir müssen jetzt im großen Stil abschieben. Aber anscheinend hat er vergessen, die Flugtickets dazu zu drucken. Und deswegen haben wir ihm jetzt geholfen. Naja, wie immer bei solchen Aktionen gibt es positive und negative Resonanz. Aber ich glaube, die negative Resonanz beruht insbesondere einfach auf einem Missverständnis. Also diese Flugblätter sind ja Wahlkampfflugblätter und die richten sich natürlich an die Wähler, um einfach dieses Thema nach oben zu bringen. Sie müssen einfach sehen, wenn Sie einen normalen Flyer in den Briefkasten schmeißen, wer schaut den an? Aber der erregt Aufmerksamkeit, man schaut sich den genau an und dann kann man genau diese legitimen Forderungen, die ja nichts anderes fordern als die Einhaltung von Recht und Gesetz, lesen und zur Kenntnis nehmen und sagen, oh ja, da gibt es ja ein Problem in Deutschland. Wenn eine Grenze dadurch überschritten wird, dass man sagt, was Recht und Gesetz ist, dass das angewendet werden soll. Sie müssen ja sehen, was da draufsteht auf dem Schutzschild. Da steht illegale Einwanderer. Also es geht nicht um Einwanderer allgemein, sondern es geht um illegale Einwanderer. Es geht um diejenigen, etwa 300.000 Personen in Deutschland, wo mehrfach gerichtlich festgestellt wurde, dass sie das Land verlassen müssen. Wie beispielsweise den Polizistenmörder aus Mannheim oder den Attentäter von Solingen. Es könnten noch viele hundert Menschen in Deutschland leben, viele tausend Frauen wären nicht vergewaltigt worden, würde die Regierung einfach endlich Recht und Gesetz anwenden und ihre eigenen Ankündigungen auch tatsächlich Taten folgen lassen. Nö, ich denke, wir haben nicht übers Ziel hinausgeschossen. Es wurde halt einfach nur eine verzerrende Berichterstattung zunächst einmal darüber gemacht, wo man einfach nur mal die Vorderseite gezeigt hat. Aber das besteht ja aus Vorderseite und Rückseite. Auf der Rückseite stehen die Forderungen drauf, die mit Recht und Gesetz in Einklang sind. Eigentlich nur das fordern, was im Gesetz steht, dass das umgesetzt wird, was der Bundeskanzler Olaf Scholz bereits vor 1,5 Jahren angekündigt hat, was die CDU jetzt auch in ihr Wahlprogramm von uns kopiert hat. Aber wir sind eben die Einzigen, die genau das umsetzen werden und Deutschland wieder sicher machen. Ja, das finde ich nicht okay, also wirklich nicht okay. Das kann man den Leuten ja nicht antun. Auch wenn es im Nachhinein jetzt dann hoffentlich nicht so ist, aber das ist einfach unter aller Sau. Grauenhaft, schlimm. Also muss ich sagen, beschämend. Also finde es ganz niedrig und schlimm. Also ich weiß nicht, was ich sonst noch sagen soll. Man müsste jetzt rechtliche Mittel langsam mal ergreifen, also um das zu verbieten, finde ich. Schwieriges Thema. Also ich bin eigentlich nicht dafür, aber es gibt natürlich schon einige Leute, die hier illegal sind und das ist eigentlich nicht korrekt. Dementsprechend, ja, sollte es eigentlich nicht so sein. Es sollte einfach vieles fairerweise mehr und mehr getan werden. Das ist so meine Meinung dazu. Ja, aber tatsächlich in meinem Briefkasten ist noch nicht gelandet, deswegen nicht schlecht, mal schauen. Aber nee, also die darf auf jeden Fall nicht an die Power kommen, würde ich jetzt mal so sagen. Was muss man dazu sagen? Unter der Gürtellinie geht gar nicht. Was anderes habe ich dazu eigentlich nicht zu sagen. Also ich sag mal, endlich mal ein ganz offenes Statement, wo man auch sagen kann, ja, kann man nichts mehr zu sagen. Ja. Das geht nicht. Das sind Menschen, wie du und ich. Geht für mich gar nicht.